Herzlich willkommen zur Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Also stell dir einmal vor, dein Frühstücksteller weiß an einem ganz normalen Dienstagmorgen, dass du heute Nacht wirklich schlecht geschlafen hast. Und dein Kühlschrank hat irgendwie mit deiner Uhr gesprochen und dein Brötchen kommt direkt aus einem 3D-Drucker Ja, genau. mit so einer extra Portion Vitamin B und etwas Koffein, also genau für dich gemacht. Das klingt ein bisschen wie in einem Science-Fiction-Film, oder? Ein wirklich fantastisches Bild für unseren Start heute. Und das Verrückte ist ja, diese Dinge passieren bereits. Wir stecken da mitten in einem gewaltigen Umbruch. Absolut, ja. Heute ist Tag 154 auf unserer gemeinsamen Lernreise und wir tauchen heute ganz tief in das Thema Ernährung der Zukunft ein. Genau, wir schauen uns nämlich an, wie Technologie, aber auch Gesundheit und der Klimawandel radikal verändern, was jeden Tag bei uns auf dem Teller liegt. Und wir begleiten unser Essen auf einer faszinierenden Reise. Also vom intelligenten Feld bis direkt in unsere Küche. Und auf diesem Tauchgang lernen wir gemeinsam 15 wichtige Alltagswörter zu diesem Thema. Das ist super wichtig, weil es Wörter sind, die euch im modernen Leben ab jetzt ständig begegnen werden. Aber vorher ein kleiner Hinweis für euch, bevor wir da tief in die Materie einsteigen. Richtig, der Shadowing-Hinweis. Genau. Hört gut zu und achtet auf die Aussprache und den Rhythmus der Sprache. Sprecht die neuen Begriffe am besten leise für euch selbst mit. Und bleibt auch unbedingt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Unsere kleine Geschichte. Wir erzählen euch über eine kurze Geschichte, in der alle 15 neuen Wörter noch einmal in einem ganz natürlichen Zusammenhang vorkommen. Super. Also, lass uns direkt auf dem Bauernhof starten. Wenn ich an Landwirtschaft denke, sehe ich immer noch so einen Bauern vor mir, der mit den Händen in der dunklen Erde gräbt. Ja, das klassische Bild. Genau, um zu fühlen, ob die Erde feucht genug ist. Er schaut in den Himmel, um das Wetter für morgen zu raten. Aber das ist heute gar nicht mehr der Standard, oder? Naja, die Realität sieht mittlerweile völlig anders aus. Um unsere Welternährung für Milliarden von Menschen sicherzustellen, müssen wir den Zufall, also diesen Faktor Zufall, aus der Natur nehmen. Verstehe. Wir müssen also planen können. Ganz genau. Wir müssen alles messbar machen. Die physische Erde, das Wasser und das Sonnenlicht werden heute in reine Daten verwandelt. Und hier begegnet uns direkt unser erstes Wort für heute. Das Wort heißt digital. Auf Englisch heißt das einfach digital. Die Schreibweise ist gleich, nur die Aussprache ist anders. Richtig. Und wenn wir im Alltag sagen, etwas ist digital, dann meinen wir damit, dass es in Form von elektronischen Daten vorhanden ist. Es ist also nicht mehr greifbar wie ein Stück Holz oder ein Buch aus Papier, sondern es existiert im Computer. Das beschreibt es hervorragend. Ein Beispielsatz wäre, die digitale Transformation verändert die Welternährung. Anstatt die Erde also nur anzufassen, wandelt der moderne Bauer die Informationen über seinen Boden in Nullen und Einsen um. Ah, okay. Aber wenn wir von einem ganzen Feld sprechen oder sogar von tausenden Feldern, dann entsteht dabei doch eine gigantische Menge an Informationen. Oh ja, unfassbar viele Daten. Und diese Informationen brauchen ja ein Zuhause. Sie können ja nicht einfach ungeordnet irgendwo auf einer Festplatte liegen. Da hast du völlig recht. Wir brauchen Struktur. Und das führt uns direkt zum zweiten wichtigen Wort für heute. Und das ist die Datenbank. Das englische Wort dafür lautet Database. Genau. Eine Datenbank ist im Grunde ein riesiger Speicher für Informationen. Du kannst dir das wie einen extrem großen elektronischen Aktenschrank vorstellen. Ah, das ist ein gutes Bild. Ein digitaler Schrank. Ja, die Informationen sind dort so gut sortiert, dass ein Computer sie in Millisekunden finden kann. In so einer Datenbank liegen dann zum Beispiel Millionen von Geschmacksprofilen verschiedener Pflanzen. Oder eben Informationen über Nährstoffe. Moment, ich versuche mir das gerade mal technisch vorzustellen. Also, ein Computer steht im Büro des Bauern. Die Datenbank ist auf einem Server. Richtig. Aber wie kommt denn die Information vom nassen Boden draußen auf dem Feld in diese Datenbank hinein? Da muss es doch eine Brücke zwischen der echten Welt und der Computerwelt geben. Eine sehr, sehr gute Überlegung. Diese Brücke ist nämlich unser drittes Wort. Es heißt der Sensor. Auf Englisch sagt man dazu Sensor. Genau. Ein Sensor ist ein technisches Bauteil, ein kleines Instrument. Er misst physikalische Werte in der echten Welt, wie zum Beispiel die Feuchtigkeit.
Ah, okay. Sind Sensoren also im Prinzip so etwas wie die Augen und Ohren in einer modernen Pflanzenfabrik? Ein wunderbares Bild. Ja, genauso arbeiten sie. Sensoren überwachen das Wachstum der Pflanzen rund um die Uhr. Da hast du gerade schon unser Wort benutzt. Habe ich das? Ja, das Verb überwachen. Ah, stimmt. Unser 4. Wort ist überwachen. Auf Englisch heißt das to monitor. Und ganz wichtig für euch beim Deutschlernen, die Perfektform lautet hat überwacht. Also wenn ich etwas überwache, dann kontrolliere ich es ständig. Ich lasse es nicht aus den Augen, um sicherzugehen, dass alles nach Plan läuft. So ist es. Ein Beispiel: Computer überwachen die Temperatur bei der Fleischzucht im Bioreaktor. Sie machen das nicht zum Spaß, sondern um Fehler zu verhindern, bevor sie passieren. Okay, fassen wir diese erste Station unserer Reise kurz zusammen. Wir haben die Landwirtschaft digital gemacht. Wir haben Sensoren auf dem Feld, die alles überwachen. Und diese Sensoren schicken Zehntausende von Daten in eine riesige Datenbank. Exakt. Aber ein Haufen Zahlen macht ja noch keine gute Ernte. Wer liest denn all diese Zahlen? Tausende Zahlen auf einem Bildschirm sind für einen Menschen doch nur pures Chaos. Ja, das wäre für uns Menschen unmöglich. Wir brauchen ein System, das dieses Chaos ordnet und versteht. Ein elektronisches Gehirn sozusagen. Das bringt uns zu unserem 5. Wort: analysieren. Das englische Wort dafür ist to analyze. Und die Perfektform lautet hat analysiert. Genau. Analysieren bedeutet, etwas ganz genau zu untersuchen, um es wirklich zu verstehen. Hast du da ein Beispiel aus der Landwirtschaft? Klar. Wir müssen zum Beispiel die DNA der Pflanzen analysieren, damit sie Hitze besser vertragen. Wir untersuchen also jedes kleine Detail. Aber wie gesagt, kein Mensch hat die Zeit, Millionen von Datenpunkten manuell zu analysieren. Richtig. Dafür nutzen wir künstliche Intelligenz. Und die arbeitet mit unserem 6. Wort, der Algorithmus. Auf Englisch sagt man dazu Algorithm. Ein Algorithmus ist eine mathematische Regel, mit der die künstliche Intelligenz lernt und arbeitet. Das klingt oft nach einem Zauberwort aus der Technikwelt, dieses Wort Algorithmus. Aber eigentlich ist es nur ein Rezept, oder? Eine Anleitung für den Computer. Eine sehr treffende Erklärung. Der Algorithmus liest das Datenrezept und beginnt dann mit dem nächsten Schritt. Und das ist Wort Nummer 7, berechnen. Auf Englisch heißt das to calculate. Und die Perfektform ist hat berechnet. Etwas zu berechnen bedeutet, mit Zahlen und Logik eine Lösung zu finden. Das klingt jetzt aber doch noch ein bisschen abstrakt. Kannst du das einfacher erklären? Was genau berechnet dieser Algorithmus denn da auf dem Feld? Lass uns ein konkretes Beispiel aus unseren Quellen nehmen. Die künstliche Intelligenz berechnet die perfekte Wassermenge für jedes einzelne Blatt. Wow, für jedes einzelne Blatt? Ja, und sie berechnet auch, wann zum Beispiel Algen das meiste Protein haben. Der Computer weiß also, diese eine Tomate braucht noch 5 Tropfen Wasser und der Tomate daneben geht es schon gut. Ganz genau. Und das führt uns direkt zu Wort Nummer 8, präzise. Auf Englisch heißt das precise. Wenn etwas präzise ist, dann ist es sehr genau und exakt. Eine extrem präzise Verteilung von Nährstoffen im Wasser wird dadurch möglich. Es gibt keinen Raum mehr für grobe Schätzungen. Das spart unglaubliche Mengen an Ressourcen. Bevor wir jetzt schauen, wer diese ganze Arbeit auf dem Feld am Ende wirklich macht, habe ich noch eine kurze Bitte an euch. Genau, ein kurzer Einschub. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich enorm, weiterhin so spannende Themen für euch aufzubereiten. Also, weiter geht's. Wir haben jetzt ein System, das durch Sensoren Daten gesammelt hat. Ein Algorithmus hat präzise berechnet, was zu tun ist. Aber wer macht denn nun die harte körperliche Arbeit auf dem Feld? Der Computer hat ja keine Hände. Das bringt unser 9. Wort ins Spiel, die Automatisierung. Auf Englisch sagt man dazu Automation. Automatisierung bedeutet, dass Maschinen Aufgaben übernehmen, und zwar völlig ohne Menschen. Hast du ein gutes Beispiel dafür? Ja, die vollständige Automatisierung von Gewächshäusern senkt die Gemüsekosten massiv. Maschinen säen, gießen und ernten das Gemüse. Und das führt uns auch schon zum 10. Wort. Richtig. Genau. Das Wort heißt autonom. Auf Englisch autonomous. Autonom sein heißt selbstständig handelnd, ohne Menschen. Ein autonomer Traktor fährt also allein über das Feld. Richtig. Aber ich sehe schon, du guckst ein bisschen skeptisch. Na, ich spiele mal kurz den Skeptiker. Autonome Traktoren und Drohnen, die unsere Ernte scannen oder uns das Essen sogar ausliefern, nimmt das den Bauern nicht komplett die Kontrolle?
Das ist eine Sorge, die viele haben. Aber die Experten aus unseren Quellen sagen ganz klar Nein. Es unterstützt die Landwirtschaft nur. Der Bauer wird quasi zum Manager. Felder können fast ohne menschliche Hilfe bestellt werden, aber der Mensch überwacht den Prozess am Computer. Du hast gerade das Wort Drohnen erwähnt. Das ist nämlich unser 11. Wort, die Drohne. Auf Englisch Drone. Eine Drohne ist ein unbemanntes Flugobjekt. So wie ein kleiner Helikopter, der über das Feld fliegt und Bilder macht? Exakt. Und bevor Forscher diese ganzen neuen, echten Pflanzen auf dem echten Feld anbauen, testen sie alles erst einmal in einer Simulation. Das bringt uns zu Wort Nummer 12, virtuell. Das englische Wort ist virtual. Etwas, das virtuell ist nicht echt, sondern es existiert nur als Simulation im Computer. Zum Beispiel ein Computerspiel. Ja, genau. Ein Beispielsatz für unser Thema wäre: Im virtuellen Modell wird getestet, wie Pflanzen auf wenig Licht reagieren. Man probiert es also zuerst virtuell am Computer aus, bevor man es in der Natur pflanzt. Verstehe. Wir haben jetzt also sehr ausführlich über die Technologie auf dem Feld gesprochen. Aber die wirklich spannende Frage ist doch, wie landet all diese Technologie nun auf unserem Teller? Und noch wichtiger, wie macht sie uns gesünder? Hier kommt das Ziel der ganzen Technologie ins Spiel. Es geht um unser 13. Wort, optimieren. Auf Englisch heißt es to optimize. Und die Perfektform ist, hat optimiert. Optimieren bedeutet, etwas so gut wie möglich zu machen. Man verbessert es. Zum Beispiel den Geschmack. Genau. Die künstliche Intelligenz kann die Nährstoffe unserer Nahrung exakt optimieren. Eine Karotte hat dann plötzlich genau die Vitamine, die wir besonders brauchen. Aber halt, mein Körper ist ja anders als dein Körper. Stimmt. Wir brauchen also nicht nur generell optimiertes Essen, wir brauchen Essen, das auf uns zugeschnitten ist. Und genau das ist unser 14. Wort, personalisieren. Auf Englisch to personalize. Und die Perfektform lautet, hat personalisiert. Etwas zu personalisieren heißt, es genau auf eine Person zuzuschneiden. Das heißt, in Zukunft gibt es eine App, die genau für meine Blutwerte das perfekte Essen personalisiert. Ja, unsere Quellen bestätigen diese faszinierende Entwicklung absolut. Deine App weiß, was dein Körper heute braucht und schlägt dir ein Essen vor, das für dich personalisiert ist. Das ist wirklich erstaunlich. Unsere Nahrung wird zu einer Art Medizin. Und das bringt mich zu einer Sache aus unseren Quellen, die noch einen Schritt weiter geht. Du meinst das Laborfleisch? Genau. Fleisch aus Zellen wachsen zu lassen, ohne dass ein Tier sterben muss. Das führt uns zum letzten und 15. Wort für heute, revolutionär. Auf Englisch revolutionary. Wenn wir etwas als revolutionär bezeichnen, dann ist es wohl neu, dass es alles verändert. Ein perfekter Beispielsatz. Fleisch aus Zellen wachsen zu lassen, ist eine absolut revolutionäre Technologie. Es verändert die Regeln der Natur. Wow, das waren jetzt viele Informationen und 15 sehr starke, wichtige Wörter. Ja, wir haben viel gelernt. Und wie am Anfang der Folge versprochen, kommen wir jetzt zu unserer Mini-Story. Genau. Hier könnt ihr ganz entspannt überprüfen, ob sich diese neuen Wörter in eurem Kopf schon zu einem klaren Bild geformt haben. Lehnt euch einfach zurück und hört genau zu. Okay, ich erzähle euch heute von Anna. Anna arbeitet viel im Büro und möchte in ihrem Alltag moderner und gesünder essen. Eines Tages entdeckt sie eine neue Lebensmittel-App für sich. Aha. Zuerst einmal ist alles völlig digital. Diese App hat im Hintergrund Zugriff auf eine riesige Datenbank mit Informationen über gesunde Lebensmittel. Sehr praktisch. Ja. Um Anna wirklich zu helfen, trägt sie einen kleinen Sensor auf der Haut. Dieser Sensor kann ihre Blutwerte den ganzen Tag überwachen. Die App kann all diese Informationen dann analysieren. Ein schlauer Algorithmus beginnt sofort zu rechnen. Er muss ja eine Lösung finden. Genau, er kann berechnen, welche Nährstoffe Anna heute noch fehlen. So bekommt sie jeden Tag sehr präzise Vorschläge für ihr Mittagessen. Und woher kommt das Essen? Die Produkte, die sie einkauft, kommen von modernen Bauernhöfen. Dort gibt es eine fast vollständige Automatisierung. Traktoren fahren autonom über das Land und eine Drohne kontrolliert die Ernte aus der Luft. Wie im Science-Fiction-Film. Fast, ja. Forscher testen das Wachstum neuer Gemüsesorten sogar virtuell am Computer, um die Vitamine in den Pflanzen immer weiter zu optimieren. Toll. Durch all diese Technologie kann Anna ihre Mahlzeiten heute perfekt für ihren eigenen Körper personalisieren. Für Annas Gesundheit im Alltag war diese Lösung wirklich revolutionär. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und sie zeigt, dass diese ganze Technologie am Ende uns Menschen im Alltag helfen kann.
Richtig. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern unten in die Kommentare. Wir lesen das immer sehr gerne. Genau, macht das unbedingt und abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Morgen sprechen wir über ein spannendes Thema Psychologie im Alltag. Oh, das wird interessant. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.